theoretisch müssen wir hier runter. Was ich aber irgendwie nicht so ganz glaube, weil da geht es nicht weiter. Das muss der hier sein. Wir starten jetzt die Wanderung und wir sehen euch dann am Ende wieder. Das hat er richtig gut gemacht. Getränke, Check, Essen, check, Schuhe, check. Mütze. Die ist im Rucksack. Okay. Haben wir denn alles? Haben wir alles. Okay. Warmen Hoodie haben wir an, weil es ein bisschen windig und ein bisschen frisch. Und jetzt machen wir uns noch auf den Weg. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute eine kleine Herausforderung vor uns. Und zwar sind es wie viele Kilometer? 15. Aber ich habe gestern noch mal nachgeguckt. Ich glaube, wir müssen auch mal so um die 275 Meter rauf und runter. Gut, dann Jubi. laufen wir mal los. Auf geht's. Nicht so schnell. Also so wie ich es gelesen habe, war das schon immer ein langer Lauf. Ja gut, mal gucken, Okay, ob wir es schaffen. ja. Wir starten jetzt die Wanderung und wir sehen euch dann am Ende wieder. In 4 Stunden. Dann wird es warm, hä? Ja. Gar nicht zu essen kriegen dürfen. Bin ich weit live? Melbourne erwartet für heute 41 Grad. Na gut, dass wir nicht in Melbourne sind. Hä? Im Wetterbericht sagt hier so um die 20, 21 Grad voraus. Zu dem Punkt hier. Aber ich denke, das ist wärmer, oder? Weil Temperatur ist im Schatten. Und hier im Wald im Schatten ist ja auch nicht so. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Na. südlichste Punkt vom australischen Festland. Und Es ist also wir haben jetzt, da wir noch eine Pause gemacht haben und da wir eh alte Leute sind und nicht so rumhetzen, wir haben jetzt knapp 5 Stunden gebraucht. ja, halbe Stunde Pause haben wir gemacht, also 4,5 Stunden ungefähr sind Ja. wir gelaufen. Aber
Wir haben es geschafft. Ja, Ja. 15 Kilometer. Jetzt müssen wir 15 Kilometer wieder zurück. Ja. Yippie! Punkte bewertet, wie schwer die zu erreichen sind. Und der hier ist als mittelmäßig angegeben worden. Okay, welcher war denn der schwerste? Cape York. Wo du mit dem Auto bis vor der Tür fahren kannst und wo du dann bloß noch 1 Kilometer über ein paar Felsen klettern musst. Ja, aber du musst mehrere Tage nach Cape York fahren mit einem Four-Wheel-Drive. Der zweitschwerste Punkt ist Steep Point, wo du halt auch mit einem Four-Wheel-Drive hin musst. Aber ich denke mal, 4,5 Stunden laufen oder 4,5 Stunden fahren. Die Frage ist, was ist schwerer? Also körperlich würde ich sagen, war das der bisher schwerste, den wir gemacht haben. Ja, und der andere war ja bloß Beachfahren und wir haben beide anderen gemacht und die beiden anderen waren... Ja, es ist halt bloß, dass du einen Four-Wheel-Drive dazu brauchst, aber Ja, das war's dann auch aber schon. nichtsdestotrotz, sobald du einen Four-Wheel-Drive hast, waren die doch Babykacke. Ja, im Grunde genommen, ja. Der ist doch hier... Nee, also... Okay. Also, wer immer den mal machen will, ach, diese Scheißbremsen. Wer immer den mal machen will, wir sind an etlichen Campgrounds vorbeigekommen. Also ich würde wahrscheinlich empfehlen, 2 Tage draus zu machen und dann irgendwo Und zwischendurch irgendwo zu mal campen. Kann man machen, ja. Aber es sind alles Walk-in-Camps. Also alle, die muss man ein Zelt und alles mitnehmen und reinlaufen. Da kann man nicht mit Auto hin. Ja, Nee. gut, wir machen jetzt Mittagspause. Wir stärken uns jetzt für den Rückweg. Und dann geht's zurück. Ja. Und dann geht's nach Hause. Da ist geografisch der tatsächlich südlichste Punkt vom australischen Festland. Schönes blaues Wasser, war. Wellen sind auch nicht besonders hoch, Wetter ist gut. Aha. Ein paar Wölkchen, bisschen diesig, aber Und irgendwo da hinten muss Tasmanien dann sein, wa? now we can explain to you Dada what you did. Oh, okay. Okay. So I slipped and fell and have broken my arm. I feel not really comfortable, but it's okay. Need another You like your green AV whistle? resource, I will let you know. It's better? Do you start smoking now? On her way out. See, it's a good thing you don't need to walk now. But to be honest, I rather walk 4 hours than fixing some broken bones. But Yeah. Sorry. yeah, we don't have a choice. Okay, jetzt sind wir zu unserem Auto zurück und jetzt geht zurück nach Melbourne. Yippie, ins Hospital. Gut. Auf geht's. Der Arm tut höllisch weh. Schmerzen macht ihn bekommen. Jetzt werde ich gleich zum Röntgen gebracht und dann werden wir mal sehen, wie groß die Damage denn ist. Ne? Okay, die letzten Informationen, also definitiv gebrochen. Ich habe jetzt erstmal nur einen Verband und werde nächste Woche dann wahrscheinlich eine Operation brauchen. Für heute bin ich erstmal entlassen worden und wir fahren jetzt zurück zum Karawan. Ja. Und ich bin hundemüde, habe Durst, muss aufs Klo und habe Hunger. Okay, also Essen und Trinken, das können wir gleich erledigen. Und das Müde, ja, mal gucken, ob du beim Fahren schlafen kannst. Okay. Durch mein kleines Missgeschick sind wir jetzt im Grunde genommen hier an Melbourne ein bisschen gebunden, weil wir warten jetzt auf den Termin für die OP, um den Oberarm mehr zu stabilisieren. Und ja, deswegen werden wir diese Woche wahrscheinlich nicht viel unternehmen. Und stattdessen werden wir uns jetzt um Sachen kümmern wie Betten beziehen, Wäsche waschen und sowas alles. Und da bin ich jetzt voll auf die Hilfe von Peter angewiesen. Und ich muss jetzt kochen lernen, Wäsche waschen, Betten beziehen. Wieso, das hast du ja alles schon mal gemacht. Ist ja nicht so, dass du es überhaupt nicht kannst. Ich weiß. Aber es ist immer so einfach zu sagen, ich kann das nicht. Und das dann alles abzuschieben. Jetzt Ja. habe ich keine Wahl. Und wenn deinem Ehepartner sowas passiert, dann machst du das halt. Ja. Nicht, weil du keine Wahl hast, sondern weil du sie einfach lieb hast. Das ist der zweite Tag, nachdem ich mir den Arm gebrochen habe.
Gestern habe ich fast den ganzen Tag geschlafen. Ich weiß nicht, ob es noch die Auswirkungen von der Narkose, also von dem Gas waren oder einfach nur Übermüdung, weil wir erst nach 2 ins Bett gekommen sind. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle geht es mir heute relativ gut wieder. Jetzt gucken wir mal, wie die Fortschritte sind und wann dann endlich der Termin kommt. Morgen gucken wir dann eventuell noch, dass wir ein bisschen dichter nach Melbourne noch ranziehen, ob wir da noch einen Campingplatz kriegen. Und mal gucken, was wir morgen eventuell da sehen, je nachdem, wenn Heike es will, wie es ihr geht, ob wir dann morgen eventuell mal ein Stündchen oder so hier unten, nicht unbedingt spazieren gehen, aber dass wir mal in den Ortskern mal reinfahren und einfach mal gucken, was es hier gibt, ein bisschen rumlaufen. Ja. Oder vielleicht auch gucken, ob wir was zum Mittagessen kriegen, einfach, dass wir mal was anderes machen. Ja, genau. Ja, soweit das Update. Und jetzt muss ich mich erstmal noch mal schön machen. Ich muss die ganzen Dinger hier wegmachen. Wie hat die dir da die Kanüle mit dem Hammer reingehauen? Oder? Ja. Immerhin kannst du nicht behaupten, dass ich das nicht auch mache, wenn du dir nicht deinen Arm gebrochen hast. Ja, habe ich auch nie behauptet. Ich beziehe immer mit meiner Frau zusammen die Betten. Dazu muss sie sich nicht extra den halben Arm abreißen. Glaub mir, ich hätte mir am liebsten nicht meinen halben Arm abgerissen. Dafür würdest du lieber Betten beziehen. Genau. Ne? Ja, das geht mir genauso. Das hat er richtig gut gemacht. Dankeschön. Und jetzt muss ich deprimierenderweise auch noch lernen, wie man Wäsche wäscht. Und na gut, Wäsche aufhängen kann ich auch, das mache ich ja sonst auch, aber naja. Okay, gehen wir Wäsche waschen. Hallo, guten Morgen. Wir haben jetzt gerade heute Morgen einen Anruf gekriegt. Von der Klinik, ja? Von der Klinik. Also die Operation für Heike ist jetzt geplant für Donnerstag, also in 2 Tagen, morgens um 7 Uhr. Und dann hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Wenn es richtig gut läuft, kann ich sie vielleicht sogar am gleichen Abend noch abholen. Wenn nicht, bleibt sie da über Nacht. Aber wir werden am Mittwoch auch davor noch mal umziehen, weil ich habe es geschafft, einen Campingplatz in der Nähe zu finden, wo wir dann auch länger bleiben können. Die haben uns noch super gut reingequetscht. Die haben so einen extra Emergency-Spot für uns gefunden. Also bin ich schon ziemlich dankbar, dass wir das machen können, weil dann sind wir bloß noch 20 Minuten weit weg, anstatt über 2 Stunden. Ja. Und ja, dann hoffen wir mal, dass jetzt alles gut geht. Ja, und jetzt gönnen wir uns erstmal ein Egg Benedict und schauen uns noch ein bisschen in Foster um, bevor wir es dann morgen verlassen. Genau. Da gestern Heike schon so viel gesessen hat, wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen die Knochen bewegen und alles machen und dann. Okay, alles klar. Thank you very much. Thank you so much. Der Kaffee ist schon mal da. Mit Herzchen. Und dann genießen wir jetzt erstmal unser zweites Frühstück und dann können wir heute noch ein bisschen ruhiger angehen lassen und morgen ziehen wir dann um. Unsere Woche endet anders als geplant im Grunde genommen. Und Ja. um noch mal kurz zu erzählen, was wirklich passiert ist. Also der Weg zum South Point ist eigentlich hauptsächlich eine unbefestigte Straße bis zu diesem letzten Campground. Und danach, Also die ersten 12,5, 13 Kilometer ist fast nur Straße, ja. ja. Und nach dem Campground führt dann so ein kleiner Trampelweg durch den Busch, der eigentlich auch nicht wirklich anspruchsvoll ist. Und auf unseren Rückweg, wir waren halb durch, bin ich dann irgendwie am Wasser ausgerutscht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich habe keine Erinnerung. So wie es aussieht, da sind 3 ganz kleine, so ein Rinnsal über den Weg drüber an 3 verschiedenen Stellen.
Und der mittlere, der war ein kleines bisschen tiefer und der ging danach, ging es dann auch so um eine Ecke rum. Und also so wie ich das gesehen habe und so wie ich denke, weil ich bin direkt hinter Heike gelaufen, sie ist dann so links um die Ecke und wahrscheinlich dann links auf ein paar Blätter drauf. Und unter den Blättern drunter war es dann noch nass. Und dann sagt es auf einmal Wumms. Und dann sieht man bloß seine Frau so halb im Graben liegen. Und das nächste, was ich dann gehört habe, war I broke my arm. Dann mussten wir sie halt mit ihrem gebrochenen Arm so ein bisschen aus diesem kleinen Rinnsal da rausdrehen. Und dann haben wir professionell unseren kleinen Buschfix für ihren Arm da hingekriegt, um das zu stabilisieren, damit Heike dann laufen konnte. Und dann, ja, dann mussten wir danach noch 2 Kilometer weiter laufen, bis wir zu dem Parkplatz gekommen sind. Und da haben wir dann immer noch keine Telefonverbindung gehabt. Und da ist dann ein Pärchen gekommen, da habe ich die gefragt, ob die zufällig Telefonverbindung haben sollten. Und die haben auch keine, also überhaupt keine, hat da oben Netz. Aber sie hat dann ein iPhone gehabt, mit dem sie Notrufe über Satellit, über SMS absetzen konnten. Und das hat mir dann praktisch einen 2 bis 3 Stunden Lauf gespart, wo ich Heike hätte alleine lassen müssen. Und sie war dann super nett und super freundlich, das Pärchen, die haben uns dann Schmerztabletten angeboten. Sie hat dann im Prinzip über ihr Telefon, über dieses Ding, über SMS-Text Hilfe geholt. Und dann war eine Stunde später, hat der Ranger dann ein Paramedic, also ein Sanitäter, mit dem Auto nach oben gebracht. Und dann haben sie Heike dann nochmal angeguckt, kurz untersucht. Die haben uns dann wieder noch eine weitere Stunde bis nach vorne gefahren, bis wir erstmal an unserem Auto angekommen sind. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, circa 3 Stunden lang bis nach Dandenong, bis nach Melbourne, ins Hospital, ins Krankenhaus, was denn glücklicherweise ein orthopädisches Krankenhaus war, also genau für die Verletzung super richtig. Ja, aber du musst sagen, die Sanitäterin hat es auch empfohlen. Ja. Andere Krankenhäuser wären vielleicht dichter dran gewesen, aber weil es ein Sonnabend war, hat sie gesagt, es ist unter Umständen so, dass da keine Röntgen gemacht werden am Wochenenden. Und deswegen hat sie gesagt, lieber ein bisschen weiterfahren, gleich ins orthopädische Krankenhaus, dass man dann gleich an der richtigen Stelle, falls operiert werden muss. Ja, die Operation war vor 2 Tagen dann. Ja. Und ursprünglich war ich vorgesehen für 8:30 Uhr, um 4 war ich dann drin und nach 6 Uhr habe ich dann erst wieder eine Zeit erfahren. Also ich war wahrscheinlich 2 Stunden in der Operation drin gewesen, war über Nacht dann im Krankenhaus und gestern dann wieder hier im Caravan. Es tut ziemlich weh, aber die Schmerzen sind ein bisschen anders. Vorher, wo ich nur den Verband drum hatte, war es so gewesen, man konnte bei jeder Bewegung, konnte man die Knochenbewegung spüren. Und jetzt ist es nicht mehr so, aber jetzt habe ich halt diesen permanenten Schmerz, weil durch die Operation halt die in den Muskeln rumgewühlt haben, die Platte rauf gemacht haben. Bilder habe ich leider noch nicht davon. Mal gucken, ob wir die noch irgendwie rankriegen. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg der Genesung, hoffentlich. Fingers crossed. Und ja, wie es denn mit meinen Arm und wie es mit der Big Lab aussieht, werdet ihr dann wahrscheinlich in den nächsten Videos erfahren. Also Big Lab machen wir auf jeden Fall weiter, das ist keine Frage. Die Fragen sind nur wann und dementsprechend dann auch die Frage, wie schnell. Wir müssen jetzt erstmal hier bleiben, so wie es aussieht. Und dann werden wir mal gucken, ob man hier in der Gegend dann irgendwas machen kann. Werden wir uns ein paar Sachen angucken und dann werden wir gucken, ob wir vielleicht irgendwo ein bisschen Bubble Wrap kriegen, dass wir dann Heike drin einpacken können. Ja, bevor wir auf Wiedersehen sagen, möchte ich mich auf alle Fälle nochmal bei diesen Pärchen bedanken. Ob jetzt mein Dank ankommt oder nicht, wissen wir natürlich nicht. Aber die haben natürlich unheimlich Zeit gespart, dadurch, dass sie diesen Satelliten-Notruf absetzen konnten. Unsere Telefone sind zu alt dafür. Die neueren Telefone vom Android-System haben diesen Notruf jetzt auch. Aber unsere waren noch zu alt. Unsere noch nicht. Man braucht praktisch ein brandneues Telefon dazu und die hatten wir nicht. Aber es hat geklappt, hat wunderbar. Die Heike hat recht. Also das Pärchen, die waren absolute Klasse. Und auch der Ranger und die Sanitäterin, die dann gekommen sind, die waren richtig toll, richtig klasse, die waren super freundlich. Jo, dickes Dankeschön an die beiden auch. Ja, und selbst wie wir dann hier im Krankenhaus angekommen sind, das ging eigentlich hier im Krankenhaus dann auch relativ schnell.
Und ja, die Sanitäterin, die hat sogar noch extra ein Foto von meinem Buschfix gemacht da drin. Die fand das Ding so toll. Die im Krankenhaus, die haben sich alle krüppelig darüber gelacht. Aber es hat super gut funktioniert, wo sie dann zur Untersuchung das Ding abgenommen haben. Also die Heike hat nur auf dem Stuhl gesessen und dann kam eine Schwester an und die hat dann im Prinzip bloß den Verband durchgeschnitten, um die beiden Dinge abzunehmen. War ihr Blutdruck schlagartig im Keller und dann ist Heike im Prinzip fast zusammengebrochen. Also es wirklich genau so lange, bis die meine Stöckchen gemacht haben. Ohne die Dinger hätte die Heike nie ins Krankenhaus gekriegt. Ja. Also das hat zwar albern ausgesehen, aber es hat wunderbar funktioniert. Dankeschön an alle. Ich bin echt froh darüber, dass das so gut geklappt hat. Und theoretisch auch noch ein Dankeschön an den Campingplatz, wo wir jetzt hier sind. Die haben den Platz sofort für mich für eine Woche reserviert, haben gesagt, er trägt sogar 2 Wochen ein, also wir können sogar noch länger hier bleiben. Also das ist auch ein super Dankeschön, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ein Campingplatz hier so einen Notfallplatz zur Verfügung stellt und dennoch so lange. Ja, und damit beenden wir dieses Video. Ja. War nicht besonders lang und nicht besonders schön, aber so ist das Leben, so spielt das Leben. Und jetzt müssen wir da durch. Okay. Ja, ändern können wir nichts. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist abwarten, viel trainieren, Arm bewegen, Übungen machen. Und dann gucken wir mal, wann wir wieder unterwegs sind. Dann bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Bye.